Heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Gesetz, und zwar mit dem Cyber Resilience Act, den die EU entworfen hat und auch schon auf den Weg gebracht hat. Aber ich kann euch versprechen, es wird spannend, denn dieser Gesetzentwurf, der praktisch auch jetzt schon in Kraft getreten ist, der soll regeln, dass Produkte, vernetzte Produkte, die wir alle zugute kennen und auch nutzen, sicherer werden in der EU, wenn sie hier genutzt, betrieben werden oder verkauft werden. Und dafür habe ich einen Experten eingeladen, Dr. Matthias Meyer. Er ist Bereichsleiter bei uns am Fraunhofer Institut für das Thema Softwaretechnik und IT-Security und wird uns dementsprechend gute Einblicke geben, was jetzt diese Regularien wieder sagen oder ob das tatsächlich etwas ist, wo wir von der juristischen Seite vielleicht ein bisschen wieder übers Ziel hinausgeschossen sind. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, hallo, vielen Dank, Rohan. Ja, hi. Schön, dass wir heute die Zeit haben, mal über so ein Thema wie Cyber Resilience Act zu sprechen. Es reden viele darüber, aber so wirklich verstanden, vielleicht haben der eine oder das auch noch nicht. Und ich kenne auch schon mittlerweile die Reaktion, sobald man schon irgendwie ein AI-Act hört, Cyber Resilience Act, also irgendein Act, dann machen die meisten schon die Ohren zu und sagen, hör mir auf damit. Schon wieder etwas, was nur Aufwand macht auf meiner Seite, vor allem auf der Seite des Herstellers. Aber es gibt ja einen Sinn und Zweck und einen Grund, warum man diesen CRA eingeführt hat. Und vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Überblick geben, was eigentlich die Motivation des Ganzen ist. Ja, genau, das sind Stimmen, die man hört. Others Innovate, EU Regulates. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es schon notwendig und auch berechtigt, einfach das Cybersicherheitsniveau im europäischen Markt zu erhöhen. Und zwar in den Produkten, die eben im Verkehr sind im Markt. Ne? Und ja, ich glaube, wir brauchen alle nur in die Presse schauen und finden reichlich Beispiele für erfolgreiche Cyberangriffe. Die Bedrohungslage ist sehr ernst nach wie vor. Das Bitkom hat zum Beispiel ermittelt, allein im 2023 kann man 180 Millionen Euro Schaden auf Cyberangriffe zurückführen. Das BSI gibt auch jährlich einen Lagebericht raus und hat gesagt, im letzten Berichtszeitraum sind im Durchschnitt 78 neue Schwachstellen in Softwareprodukten bekannt geworden, und zwar pro Tag. Und solche Schwachstellen in Produkten, softwarehaltigen Produkten, sind eben oft das Einfallstor für erfolgreiche Cyberangriffe. Ja, und deswegen nimmt die EU sich das Thema vor und möchte da das Niveau verbessern. Ja, also ich glaube, die meisten kennen ja das Thema so aus der klassischen IT-Sicherheit eher, dass halt ein Angriff auf die IT-Systeme des Unternehmens erfolgt und darüber irgendwelche Lücken folgen, Phishing-E-Mails oder dergleichen. Das heißt, Leute drücken vielleicht eine falsche Taste oder früher waren es die USB-Sticks, die vielleicht Viren drauf hatten, aber in dem Fall geht es ja wirklich um die Produkte selbst. Also, und ich glaube, das ist auch noch wichtig zu verstehen. Es geht ja um das Absichern der Komponenten der Produkte. Das kann auch, das heißt mal, eine Waschmaschine sein, die praktisch per App gesteuert werden kann. Auch die fällt unter dieses Gesetz und muss dementsprechend vor ungewollten IT-Eingriffen gesichert sein, ne? Ja, absolut. Also das ist genau, es gibt Regularien, die auch die Infrastruktur, IT-Infrastruktur von Unternehmen oder Organisationen allgemein betreffen. NIS2 zum Beispiel, könnten wir einen anderen Talk drüber machen. Also das Thema CRA zielt wirklich aufs Produkt und auch im Produkt habe ich ja eben Software drin, ich habe Schnittstellen, ich kann es vernetzen. Die Waschmaschine ist schon ein gutes Beispiel. Die hat eben Connectivity, ich kann sie ans Netz hängen oder ins WLAN zu Hause hängen und dementsprechend habe ich auch ein offenes Tor, das genutzt werden könnte. Ne? Und wenn ich jetzt in der Software eben bestimmte Dinge nicht gut umgesetzt habe, dann habe ich da so ein Einfallstor. Und wenn das bekannt wird, kann es eben genutzt werden. Ja, und jetzt sind ja oftmals die Hersteller von diesen Produkten ja keine Softwarefirmen, also die typischerweise eher sagen, okay, wir enablen jetzt eben noch eine App-Steuerung an. Es muss ja nicht die Waschmaschine sein, das kann fast alles so im Smart-Home-Bereich, von Leuchten. Also es gibt ja ganz, ganz viele Produkte, es gibt fast gar keine Produkte mehr, wo wir sagen, die haben keine Connectivity mehr. Und dementsprechend gibt es natürlich eine Menge an Einfallstoren. Ne? Richtig, und deswegen geht die EU genau da dran und möchte die Situation verbessern. Und deswegen ist der Cyber Resilience Act auch als eine sogenannte horizontale Regulierung ausgelegt, sprich über alle Branchen hinweg. Es gibt ein paar Ausschlüsse, Bereich Automotive oder Avionik zum Beispiel, Medizintechnik, aber da gibt es eben schon. Da gibt es schon viel härtere Regulierung. Genau. Da ist eigentlich genau die Idee, dass alles, was bisher so durchfällt, fällt in den CRA rein, damit man eben so ein Mindestmaß auch da. Ja klar, weil ich meine, die schwächste Stelle ist dann, bleibt das Einfallstor. Man muss schon das Ganze mir reicht in so einer Infrastruktur eigentlich ein Weg erstmal rein und von da aus kann ich mich dann versuchen, weiter zu bewegen. Ja, und wenn ich da weitere Produkte mit bekannten Schwachstellen finde, dann kann ich den natürlich versuchen zu nutzen als Angreifer. Also für uns als Konsumenten erstmal eine gute Sache. Also wir kriegen ein erhöhtes Level an Security und wir wollen ja eben genau nicht, dass irgendwie ein fremder Hacker reinkommt. Manchmal ist es ja auch ungewollt, aber man will das definitiv nicht. Was kommt auf die Hersteller zu? Also für dieses Jahr erstmal etwas, was sie erfüllen müssen und
wo ich das auch mal so gehört habe, dann drohen immer empfindliche Strafen, wenn man das nicht erfüllt. Aber was kommt tatsächlich auf die Unternehmen zu, um jetzt gemäß dem Cyber Resilience Act tatsächlich sichere Systeme entwerfen zu müssen? Also im Endeffekt fordert der CRA ein Vorgehen nach dem Paradigma Security by Design. Also man muss entlang des gesamten Lebenszyklus des Produkts, also auch wirklich bis zur Außerbetriebnahme im Endeffekt Maßnahmen für die Cybersicherheit ergreifen. Und das fängt an damit, dass man zu Beginn schon sich über das Thema Bedrohung und Risiken eigentlich klar wird. Also es ist verpflichtend, Bedrohungs- und Risikoanalyse durchzuführen für ein Produkt. Und die gute Nachricht dabei ist dann, dass man angepasst an dieses ermittelte Risiko dann Maßnahmen ergreifen soll. Und auch da macht der CAA Vorgaben, natürlich als Gesetz sehr abstrakt, also sowas wie Vertraulichkeit von Daten soll gewährleistet werden oder auch Verfügbarkeit eines Geräts. Aber auch sowas wie Minimierung der Angriffsfläche. Also wir haben irgendwie das Thema jetzt noch hier die Konnektivität und da eine Schnittstelle dran. Da sollte man sich halt überlegen, was man da wirklich macht und wie man es absichert und Unnötiges auch einfach abschalten. Und das sind zum Beispiel so Dinge, die gefordert werden. Und das müssen Produkte ab Dezember 2027 erfüllen. Also jedes Produkt, und da reden wir über das einzelne Produkt, auch wenn das schon 10 Jahre so hergestellt wird, ab dem 11. Dezember 27, wenn es dann in den Verkehr gebracht wird, muss es diese Anforderungen erfüllen. Da fällt der Hammer. Ne? Das bedeutet praktisch jede Entwicklung, die ich jetzt starte, muss das, deswegen gilt die ja auch schon seit Ende letzten Jahres. Ne? Genau, das ist der Punkt, in Kraft getreten im Dezember 24, 3 Jahre Übergangszeit bis zur Full Compliance. Und deswegen läuft die Uhr. Und genau, wenn wir an Produktentwicklungszyklen denken, dann ist jetzt die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, Maßnahmen ins Produkt zu integrieren. Ne? Wenn ich das später mache, wird es natürlich teurer und schwieriger. Ne? Aber es gibt noch eine andere Frist, da kommen wir vielleicht. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Ja, ich kann mich ja wirklich daran erinnern, als die ganze Entwicklung losging mit dem CAA, dann hatte ich tatsächlich auch einen Anruf von einem Kunden, von einem Partner, der dann wirklich gesagt hat, wo man, guck mal, was die da regeln wollen. Also man muss mindestens 5 Jahre lang tatsächlich in der Lage sein, dann Updates drauf zu spielen, um gegebenenfalls auf Sicherheitslücken reagieren zu können, die ja zum Teil gar nicht ursächlich in der Entwicklung des Komponentenherstellers ist. Manchmal nimmt man auch Softwareanteile oder es gibt irgendwo ein übergeordnetes Einfallstor, sage ich mal. Und man muss in der Lage sein, da Updates drauf zu spielen. Das kennen wir ja in der IT-Infrastruktur ist das gang und gäbe. Man kriegt ständig irgendwie Software-Updates drauf. Dass jetzt meine Waschmaschine, selbst beim Auto ist es nicht der Fall, nicht bei den meisten Herstellern. Aber ich sage jetzt mal, bei all diesen Produkten hat man typischerweise, macht man mal so einmal ein Software-Update und das war's. Der Fernseher ist jetzt auch nicht etwas, wo man jede Woche ein Update drauf bekommt. Aber der gilt auch darunter. Ne? Also das ist ja auch ein Einfallstor, wahrscheinlich sogar das erste Einfallstor im Haushalt. Wahrscheinlich das System mit den meisten Daten, die da durchlaufen, vermutlich durch die Plattformen, durch Streaming, sind das natürlich wichtige Systeme. Und deswegen, wie berechtigt ist diese Angst der Unternehmen, zu sagen, jetzt müssen wir was ganz anderes machen, wir müssen jetzt wirklich Software-Updates machen, weil ich habe dann zu meinem Partner dann gesagt, ganz ehrlich, darüber reden wir doch schon seit Jahren. Das wollten wir doch sowieso machen. Gar nicht jetzt aufgrund des Zwangs, sondern wir wollten doch Innovation dem Kunden versprechen. Das geht doch nur mit Updates. Ja, das ist richtig. Genau. Ich denke eigentlich an Feature-Updates. Die haben wir eher gerne sogar eigentlich und freuen uns drüber. Und jetzt kommt so ein bisschen aber auch ein Zwang eben damit rein, solche Security-Updates eben auch mit ausspielen zu können. Und das ist, glaube ich, sehr nach Branche unterschiedlich. Ich würde sagen, gerade das Beispiel Fernseher, da ist es jetzt eher unkritisch. Ne? Da kann man Updates bereitstellen und einspielen. Das müsste natürlich jetzt am besten der Anwender auch machen. Kann man ja automatisch die Anwege machen. Dann das ist im Prinzip angeregt im CRA, dass es möglichst automatisiert vollzogen wird. Genau. Jetzt gibt's andere Branchen, Maschinenanlagenbau, die schütteln sich ein bisschen. Ne? Die haben natürlich da eher ein Problem damit, irgendwie spontan Updates einzuspielen. Für die ist das jetzt ein schwierigeres Thema. Aber auch ein Potenzial. Ne? Also es ist natürlich ein Potenzial, na klar. Das ist auch ein gewisser Innovationsboost eigentlich, der möglich ist, weil über die Themen sprechen wir ja auch nicht seit gestern, dass das praktisch dass man durch Software-Updates die Produkte verbessern kann. Man lernt ja aus den Daten. Also das sind all die Dinge, die wir smarte Services schon sprechen. Aber es hat sich noch nicht so richtig in der Breite so durchgesetzt, dass man wirklich sagen kann, also die Maschinenanbauer haben jetzt ganze Teams, die ständig Software deployen und Updates deployen. Ne? Das passiert noch nicht, aber da müssen sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen hin. Ne? Da muss was gemacht werden an der Stelle, genau, da ist Handlungsbedarf definitiv. Du hattest eben diese 5 Jahre erwähnt, ja, die stehen so im Gesetz als so ein Mindestzeitraum, den man sozusagen Support geben muss für ein Produkt, das man in den Verkehr bringt und auch ab dem Zeitpunkt des sozusagen in den Verkehr bringt. Das Gesetz sagt da aber noch mehr dazu, weil tatsächlich soll man sich eigentlich an der erwarteten Lebensdauer des Produkts orientieren. Und das kann weniger sein natürlich.
Aber wenn wir an Maschinenanlagenbau denken, machen wir uns nichts vor, dann sind wir ja so bei 10, 20 Jahre oder noch länger. Ja. Und an sich ist dann angesagt, dass man diese Zeiträume auch unterstützen muss. Ne? Und das ist natürlich, da sind wir auch an so einem Punkt, wo man natürlich schon sehr weit geht mit der Regulierung, weil das müssen die Maschinenbauer natürlich auch dann hinbekommen mit ihren Zulieferern wiederum, dass die auch entsprechend mitgehen, diese Support-Zeiträume mit anzubieten. Ich glaube, da wird noch einiges an Diskussion passieren und zu sehen sein, wie das ausgelegt wird. Also das heißt, diese mindestens 5 Jahre, davon kann man sich eigentlich faktisch ein bisschen trennen. Ich muss in der Lage sein, Updates auf mein Produkt zu spielen, ne? Solange es im Feld ist. Ich kann natürlich auch sagen, Support-Zeitraum ist vorbei, lieber Kunde. So, was machen wir jetzt? Aber auch nicht meine Kunden damit stehen. Genau, aber dann kann ich mal gucken, welche Wege man da gehen kann. Ne? Aber in diesem Support-Zeitraum muss man Security-Updates auch kostenfrei bereitstellen. Es gibt ein paar Sonderfälle, aber in der Und da bin ich einfach an einem Punkt, wenn ich die Infrastruktur aufbauen muss, dass ich Updates drauf spielen muss, ja. Dann sollte ich natürlich auch denken, was kann ich denn zusätzlich noch an Updates und an möglichen Optionen, vielleicht auch an Aufwertung meines Produktes letztlich mitbekommen. Und ich denke, dass deswegen glaube ich schon so einen gewissen Innovationsboost kann man schon auch erwarten, weil diese Struktur, die man dafür jetzt schaffen wird, die hilft ja auch total. Und also es sind ja auch jetzt nicht so, wir haben dieses alteingesessene Bild, dass die Maschinenanlagenbauer in Deutschland alle keine Software können oder da völlig hinterm Mond sind. Das ist ja nicht der Fall, sondern im Prinzip hat man sich ja schon an vielen Stellen die letzten Jahre da auf den Weg gemacht und viele sind ja auch total sehr weit vorne. Aber es gibt auch ein paar kleinere, ich glaube, für die ist das jetzt so wirklich ein Warnschuss, der letzte Warnschuss, der sicherlich noch kommt. Sonst bleibt nur eine Möglichkeit, nämlich das Connectivity-Modul wieder ausbauen. Dann wäre es wahrscheinlich wieder sicherer. Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass man da am Markt mitbesteht dann. Wahrscheinlich nicht. Also es ist auch wahrscheinlich nicht besonders zukunftsweisend und man kriegt das ja in den Griff. Also das ist ja machbar, ne? Genau, das ist vielleicht eine Botschaft dabei. Zum einen fordert der CAA jetzt nichts radikal Neues, wo man jetzt gar nicht weiß, wie man es machen soll. Ja, also es wird schon eher gefordert, dass man Dinge, die man auch kennt, wirklich dann anwendet und das in der Breite. Ne? Das ein Punkt. Und ein anderer Vorteil liegt, finde ich, auch in diesem Thema risikobasiertes Vorgehen. Also ich muss nicht hier bei jedem Produkt versuchen, das digitale Fort Knox daraus zu machen, sondern ich soll ja eben gucken, welche Risiken habe ich und angepasst daran Maßnahmen ergreifen. Und das ist natürlich dann auch ein Kostenthema, dass ich da eben auch kostengünstige Maßnahmen ergreifen kann. Wichtig ist halt, dass ich informiert agiere und weiß, was ich da mache. Jetzt haben wir schon ein bisschen versucht, über die Aufwände, die vielleicht auf ein Unternehmen zukommen. Das kann man wahrscheinlich schwer so komplett vorhersagen, aber es sind jetzt keine Themen, die völlig aus dem Nichts kommen. Das steht auch. Und die CA ist erst nicht unfair formuliert und sie gibt ja ein bisschen Orientierung bei dem ganzen Jahr auch schon mal. Ne? Also es werden ja schon Maßnahmen genannt, auch wenn sie etwas vager bleiben. Aber was sind so typische Maßnahmen, die vielleicht eine erste Orientierung geben? Und ist das ausreichend oder wie müssten vielleicht Unternehmen, die jetzt für die das vielleicht jetzt die ersten Schritte sind, wie sollten die vielleicht dabei vorgehen? Ja, also wichtig ist, dass man dieses Thema Bedrohungs- und Risikoanalyse erlernt, ne, und das gemeinsam halt mit Unternehmen, die da schon Erfahrungen haben, mal angeht für die eigenen Produkte. Auch wir bieten da natürlich Unterstützung an, weil wir in dem Bereich auch selbst forschen tatsächlich, wie man methodisch da am besten rangehen kann. Und damit sollte man starten, um sich einfach ein Bild zu machen. Und welche Maßnahmen sind jetzt für mich angedacht und sinnvoll? Und muss ich halt fragen, wo sind jetzt welche Werte in meinem Produkt, die ich besonders schützen muss? Und dann kann ich halt hergehen. Wenn es um Vertraulichkeit geht, kann ich natürlich mit einer Verschlüsselung arbeiten an den richtigen Stellen. Es geht auch darum, dass ich nachweisen kann, zum Beispiel, welche Veränderungen irgendwie an Daten vorgenommen wurden. Da brauche ich Monitoring-Lösungen, zumindest an den Stellen, wo es kritisch ist. Das sind so Maßnahmen, die ich ergreifen kann, auf jeden Fall. Oder es gibt eine bestimmte Schnittstelle, die jetzt erstmal mitkommt durch ein zugeliefertes Teil möglicherweise. Ich stelle aber fest, eigentlich brauche ich die für meine Funktionalität gar nicht. Also kann ich da vielleicht was abschalten, ne? Richtung Erhärtung meines Systems gehen. Das sind so Dinge, die ich umsetzen kann. Ja, also es hat sicherlich eine technische Komponente, aber ich glaube tatsächlich, das habe ich bei euch auch schon gesehen, dass wir das hier am Institut auch erarbeitet haben, so eine Art, nennen wir es mal Systematik, so Schritt für Schritt, wie gehe ich eigentlich dabei vor? Ne? Also wie kann ich das, welche Fragen muss ich ja auch im Schritt dahin abklären, was muss ich überprüfen? Und ich glaube, das ist doch eine ganz wichtige, so eine Art Anleitung auf dem Weg zur Erfüllung dieser Regularien, die ja am Ende des Tages nichts weiter macht, als mein Produkt und meinen Kunden zu schützen. Ne? Also das ist sehr etwas, was, glaube ich, alle machen würden. Keiner entwickelt hier ein Produkt und sagt, das soll unsicher sein. Keiner macht das absichtlich unsicher, genau. So ist es. Also es hilft eigentlich nochmal, die Qualität nochmal nach vorne zu heben. Und wenn das ein gewisser Standard ist, dann ist das ja etwas, was total begrüßenswert ist. Ja, absolut. Und es ist auch ein Punkt, ich glaube, man kann sich da auch als innovativ
einfach darstellen, indem man diese CAA-Erfüllung jetzt frühzeitig angeht und eben auch damit werben kann, dass man sichere Produkte hier in den Verkehr bringt. Und auch über Europa hinaus gedacht. Natürlich ist es jetzt erstmal eine Regulierung, die den europäischen Markt betrifft. Also alle Produkte, die auf den Markt kommen sollen, müssen den CAA erfüllen, auch egal, wo der Hersteller sitzt im Übrigen. Aber die Welt schaut sich schon an, was hier passiert. Und gerade in Australien ist auch ein Security-Gesetz in Kraft getreten, das Parallelen zum CAA aufweist. Und auch andere Player in der Welt werden da sicherlich nachziehen und sich daran orientieren. Da ist Europa jetzt mal einen Schritt voraus. Und das gilt für alle Produkte, die hier hergestellt werden, hier verkauft werden oder hier betrieben werden? Die hier auf den Markt gebracht werden. Die hier auf dem Markt sind. Ne? Also wo sie hergestellt werden, ist eigentlich unerheblich. Das ist eigentlich wurscht. Dann genau, es geht darum, was in Europa sozusagen in Verkehr gebracht wird. Das heißt, es gilt auch für Leute, die Produkte importieren oder überhaupt Händler, die Produkte vertreiben. Die müssen, also wer das importiert, muss auf den Hersteller zugehen und sich von ihm im Prinzip darstellen lassen, dass er den CAA erfüllt. Okay. Das sind Verpflichtungen für Importeure. Ja, definitiv. Was ich mich mal gefragt habe, wir leben ja in einer Zeit, wo wir eigentlich darüber sprechen, die Produkte sind vernetzt, die tauschen Daten aus. Wir haben einen Mega-Hype in dem ganzen Thema KI. Ist jetzt KI eigentlich hilflich bei dem ganzen Thema oder eher ein Problem? Wie würdest du das einschätzen? Oder eigentlich ist das wurscht? Also jetzt als KI, sagen wir mal, im Produkt ist in gewisser Weise wurscht. Das Produkt fällt unter den CAA. Ja. Egal, ob jetzt da KI drin ist oder nicht. Es gibt Querbezüge zum AI-Act. Also da kennen sich die Gesetze sozusagen, verweisen aufeinander. Das macht auch total Sinn. So, und ansonsten denke ich, kann KI definitiv helfen, wenn man jetzt sozusagen in der Entwicklung, also es betrifft ja vieles Engineering einfach, dass ich da KI-Assistenzen reinbringe. Gerade wenn wir jetzt hier auch an die kleinen Unternehmen denken, die du eben schon erwähnt hast, die jetzt wenig Expertise im Security-Bereich haben und nicht die riesen Personaldecke, für die ist natürlich mehr Automatisierung an der Stelle total hilfreich. Und da forschen wir im Übrigen auch hin. Ja, das wäre das spannend, mal nochmal Einblicke von dir zu bekommen, also in solche Forschungsbereiche. Auch bei diesem Bedrohungsrisikoanalyse-Thema, da schauen wir uns an, kann da KI unterstützen dabei. Oder es geht ja weiter, Monitoring, Intrusion Detection oder Attack Detection, wie man immer es auch nennen möchte. Da wird ja heute auch schon KI eingesetzt, letztlich, um im Prinzip anomales Verhalten zu erkennen und zu Wir sehen, ob irgendeiner schon eingedrungen ist. Genau. Ja. Einer schon die Waschmaschine betätigen möchte. Genau, wenn die sich plötzlich ganz anders verhält als sonst, kann man ja mal auf die Idee kommen, dass entweder was kaputt ist oder dass jemand mutwillig da. Ja, das ist ja, also tatsächlich eine Waschmaschine ist ja, will ich ja nicht als gefährlicher darstellen, als sie ist, aber Trockner und so. Das sind auch Systeme, die könnte man ja auch in Brand bringen oder in Schleudern bringen, außer Kontrolle oder dergleichen. Also solche Fälle gibt es jetzt von Waschmaschinen jetzt nicht, aber man kennt das ja schon von anderen, ich sage jetzt mal, schnell drehenden Elementen im Iran. Da gab es ja solche Fälle. Also so ganz abwegig ist das nicht. Und wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo wir irgendwo schon auch eine Art hybride Kriegsführung auch in Europa, in Westeuropa spüren. Ja. Wo solche Dinge schon, also glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Ja, absolut. Ich glaube, jetzt der ein oder andere Hersteller von der Waschmaschine würde jetzt protestieren und sagen, wir machen ja funktionale Sicherheit, Safety, und Unterschied zu Security, das kann gar nicht passieren. Aber ja, es kann natürlich auch schon durchaus Safety-Mechanismen geben, die durch Cyberangriffe beeinträchtigt werden können. Jetzt wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen, aber einfach nur zu zeigen, wie wissen, das einfach ist. Ja, da ist ein Schadenspotenzial, das man nicht außer Acht lassen darf, einfach auch in heutigen Zeiten. Ja, definitiv. Jetzt forscht ihr ja genau an solchen Themen. Und ich habe immer so im Kopf, was ich total spannend finden würde, ist so eine Art automatisierte Rechtschreibprüfung für die Entwicklung von Software, aber nicht vorhin der Rechtschreibung, sondern vom Hintergrund, dass die Software sicher ist. Ne? Also dass man automatisiert angezeigt bekommt, guck mal, hier ist vielleicht schon eine Lücke, die du einbaust, ohne dass du es merkst. Oder du hast vielleicht irgendeinen Teil eines Codes genommen und der passt jetzt aber in dem Fall hier nicht so mega gut rein. Was sind so die großen Forschungsthemen, die du gerade in dem Themenfeld siehst? Ja, also das ist ein aktives Forschungsfeld, weil vor allen Dingen das Thema Präzision von Analysen, aber auch die Skalierbarkeit dann für große Softwareanwendungen, dass ich wirklich in der Lage bin, große Systeme auch in vertretbarer Zeit zu analysieren und dabei halt relevante Schwachstellen zum Beispiel zu erkennen und das auch zu integrieren tatsächlich in Softwareentwicklungsumgebungen, so wie du es gerade sagst, dieses Thema Rechtschreibprüfung kann man schon so sagen, ne? Dass wir daran arbeiten, dass man das näher an den Zeitpunkt bringt, wo das Problem eigentlich entsteht, an dem Moment schon über die Schulter im Endeffekt des Entwicklers oder in der Entwicklerin schaut. Ja. Und
Ja, das ist ein großes Thema und der nächste Punkt ist aber auch, wie man auch an der Stelle wiederum KI nutzen kann, zum Beispiel generativ, um Software erstmal überhaupt zu erzeugen, aber dann auch wieder noch zu prüfen, dass die das war Fehler und Lücken. Genau, also da kann man sich tatsächlich jetzt noch nicht drauf verlassen, ne, dass das die Qualität hat, die man will, und da sind solche Prüfverfahren jetzt aber auch wieder dann gefragt. Ne? Ja, klar. Und der CAA fordert es letzten Endes auch, weil ich meine, der sagt nicht direkt, man braucht solche Prüftools, aber er fordert ein effektives und regelmäßiges Security Review und Testing von meinem Produkt. Und das kann ich ohne Automatisierung und solche Schwachstellenerkennungstools eigentlich kaum leisten. Wie schätzt du das momentan so von der Dynamik am Markt ein? Also wenn man jetzt einfach überlegt, in 27 ist das verbindlich. Wir sind jetzt in dieser Übergangsphase von 3 Jahren. Eigentlich müssten ja alle schon längst da voll den Fokus drauf haben. Nimmst du das so wahr? Weißt du, wie man das messen kann? Siehst du bei euren Partnern, die sind da schon unterwegs, ihr kriegt Anfragen. Oder sagst du, das ist noch so ein bisschen das schlummert noch ein bisschen unter der Decke, das Thema? Ein bisschen alles davon. Das ist ganz keine tolle Antwort. Aber ja, es fragen mehr Leute an bei dem Thema und machen sich Gedanken dazu, gehen mit uns in so erste Workshops, um zu verstehen, was steckt eigentlich hinter dem Thema und auszuarbeiten, ja, wie kann man denn jetzt am besten vorgehen? Ne? Was muss ich jetzt dann als nächstes mal machen, sinnvollerweise? Andere Unternehmen sind schon länger unterwegs, gerade so auch Industrial Control System Bereich gibt es ja die IEC 62443 Norm, die schon ein Standard der Security definiert sozusagen. Da sind schon einige dran und der ist übrigens auch eine Empfehlung, eine ganz gute Orientierung, wenn man CAA-konform werden will, ne, dass man sich diesen Standard da mal anschaut. Und also da nehmen die Anfragen zu in dem Bereich, definitiv. Ich werde auch regelmäßig jetzt gefragt, auf Veranstaltungen mal überhaupt über das Thema zu referieren in verschiedenen Communities. Und da sind die Leute, wissen, dass da was kommt, aber haben sich zum Teil noch nicht tief damit befasst und sind noch so ein bisschen in dem Verstehen, was da eigentlich auf sie zukommt. Ja. Ihr sagt im KI-Bereich immer Wonder Panic. Ich glaube, da überwiegt eher Panic dann in dem Moment. Aber es gibt Lösungsansätze, ne? Definitiv. Und da kann man sich mit befassen. Ja. Ja. Und es gibt aber, glaube ich, auch noch einen Bereich, Dunkelziffer in Anführungsstrichen, die sich da noch gar nicht mit befasst haben. Ich glaube, gerade so eher die kleineren Unternehmen. Die schieben das noch so ein bisschen vor sich her. Die werden das noch vor sich herschieben und was jetzt gar nicht so despektierlich meine, sondern nein, das ist einfach die haben nicht viel für man muss sich das natürlich mal aus Sicht eines KMUs mal vorstellen, wenn so eine Regularien kommt, die ich erfüllen muss. Man hat da, also man arbeitet ja am Produkt, man ist sehr nah am Kunden zwar dran, aber man hat jetzt keine Mannschaft, die sich jetzt praktisch um solche Prozesse gesondert kümmern kann. Also man organisiert sich nicht selber, sondern man ist wirklich sehr fokussiert auf die Leistungserbringung. Und deswegen ist das für die schon immer eine gewisse Herausforderung. Ich glaube trotzdem, dass das Thema, weil es so wichtig ist und am Ende des Tages nicht im Interesse auch der kleinen Hersteller ist, dass man da die Lücke bildet, weil unabhängig von Schadensersatzforderungen oder was auch immer oder Strafen, die jetzt vielleicht angedroht werden, besteht ja immer ein wahnsinniges Potenzial für Imageverlust. Also richtig. Das will man auf keinen Fall ja haben. Ja, natürlich. Also man kann, klar ist jetzt erstmal so diese Wahrnehmung, jetzt zwingt uns die EU da irgendwie Dinge zu unternehmen, aber per se ist es eigentlich von vornherein schon immer eine gute Idee gewesen, da was für zu tun. Genau der Punkt, ne? Imageverlust. Komme ich nochmal auf die Waschmaschine, ne? Ob man die jetzt in Brand setzen kann oder nicht, sei dahingestellt. Man könnte sie aber kapern und in ein Botnetz aufnehmen und damit im Prinzip Angriffe im Internet fahren, um irgendwelche Webseiten außer Betrieb zu nehmen, zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffen. Ja. Das wäre zum Beispiel ein Verwendungsszenario, wo ein Hacker ein Interesse dran haben könnte. Ne? Und das passiert ja auch. Passiert ja. Also nicht um die Waschmaschine, aber mit... Ja, aber wenn ich die Rechenpower, die ich habe, die vernetzt ist, kann ich damit Anfragen losschießen irgendwo hin. Und wenn ich das konzentriere, dann ist das ein Problem. Genau, ja. Und vielleicht so zum Abschluss. Jetzt ist das, glaube ich, ein mega spannendes Thema, was wir auch haben. Was steht jetzt noch an? Also jetzt warten wir einfach die 3 Jahre ab. Bitte schon mal vor oder was gibt es noch Meilensteine auf dem Weg oder was muss man so noch so auf dem Schirm haben? Ja, es gibt nur einen wichtigen Punkt, den man auf dem Schirm haben sollte. Man hat eigentlich keine 3 Jahre Zeit, sondern für einen Teil nur ab heute ziemlich genau 1,5 Jahre, also tatsächlich 11. September 2026 treten nämlich so Berichtspflichten in Kraft. Und das ist genau der Punkt, wenn ich jetzt als Hersteller eines Produkts gewahr werde, dass in meinen Produkten aktiv Schwachstellen ausgenutzt werden, also dass da solche Angriffe passieren,
dann muss ich innerhalb eigentlich von 24 Stunden, sagt das Gesetz, mich bei der ENISA, also der Europäischen Cybersicherheitsagentur, melden. Man muss so eine Early Warning, heißt das, so rausgeben, so hier passiert was. Ne? Ich glaube, also die Intention dahinter wird sein, dass die natürlich mitbekommen wollen, wenn da irgendwelche gravierenden Probleme auftauchen, sodass die sozusagen Maßnahmen dann ergreifen. Das klingt auch am Wochenende, oder? Dem Hacker ist das egal. Im Gegenteil, ne? Der würde sich wahrscheinlich am liebsten das Wochenende aussuchen, weil er genau weiß, dass er dann halt ein besetzte Unternehmen trifft. Und da gibt's für KMUs Erleichterungen, die haben dann eine ganze 72 Stunden Zeit, sich zu melden, aber es ist nicht ganz viel mehr. Ne? Ja. So, und genau, nach 72 Stunden ist schon die nächste Deadline, da muss man mehr wissen und so weiter. Ne? Und irgendwann muss man halt auch, wenn es dann, also da muss man unterscheiden, ne? Diese Berichtspflicht gilt tatsächlich erstmal für alle Produkte, die ich als Hersteller bereits am Markt habe. Also egal, ne, ob die jetzt nach CA entwickelt wurden oder nicht, sondern für alle, die sind im Feld. Also muss ich diesen Berichtspflichten nachkommen ab September 2026. Also das heißt, aber ich muss erstmal in Anführungsstrichen nur berichten. Ne? Also ich bin nicht verpflichtet, eine Lücke zu schließen und irgendwie in gegebener Zeit ein Update auszurollen oder sowas. Ne? Ich sollte natürlich schon irgendwo Hinweise geben, dann hinterher auch irgendwann den Kunden, ne? Wie geht er jetzt am besten damit um. Aber ich muss es nicht abstellen. So, wenn ich jetzt ein Produkt aber nach Dezember 2027 in Verkehr bringe, dann bin ich eben auch in dieser Pflicht, da was zu unternehmen, wenn so Lücken bekannt werden. Also spannend. Das heißt, die müssen ansprechbar sein und reaktionsfähig sein und ihre Produkte ein Stück weit überwachen und auch verbaute Zulieferprodukte. Ja, super. Vielen Dank, Matthias, dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich hoffe, wir konnten jetzt ein bisschen auch Angst nehmen. Das Thema ist natürlich super wichtig. Es ist aber kein Hexenwerk. Wir müssen da dran arbeiten. Es ist auch eine weitere Professionalisierung, sich das entwickeln. Es ist sicherlich zusätzlich Aufwand. Aber ich glaube auch, in so einem Netzwerk kann man sowas auch lösen. Ich glaube, Matthias ist immer für Fragen, steht immer zur Verfügung. Und man muss das Thema einfach tatsächlich jetzt auch annehmen. Es ist schon entschieden. Also von daher brauchen wir es nicht mehr diskutieren, sondern müssen wir es jetzt letztlich umsetzen. Und ich glaube, da gibt es auch viele Gründe dafür. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.